Diese Geschichte ereignete sich im Frühjahr im östlichen Teil Sibiriens. Der Fluss tobte wieder mit aller Kraft, nachdem er sich von dem Eis im Winter befreit hatte. Durch das geschmolzene Eis befand sich besonders viel Wasser in dem Fluss, wodurch seine Strömung umso stärker war. Ein Bewohner des nahegelegenen Dorfes ging an diesem Tag fischen. In dem Fluss gab es viele Fische und die Einheimischen fingen sie oft zum Essen. Das Dorf versorgte sich nahezu selbstständig und Fisch war eines ihrer Hauptnahrungsmittel. Der Mann fischte an diesem Tag mit einer Schnur und beschloss, kein Boot zu nehmen, um mit der Fliege zu fischen. Das Fliegenfischen unterscheidet sich insofern vom normalen Angeln, dass eine Fliegenimitation als Köder verwendet wird. Da dieser Köder meist zu leicht ist, um die Rute auszuwerfen, braucht die Schnur genügend Eigengewicht. Aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Flusses eignete sich diese Methode des Fischens besonders gut. Es gab viele verschiedene Arten von Fischen in diesem Fluss, aber der Mann hoffte, er würde ein paar Forellen fangen. Das wäre ein schöner Fang. Als Lager wählte der Mann ein offenes Ufer, fast ohne Bäume oder Sträucher. Das gesamte Gebiet war über viele Dutzend Meter und in alle Richtungen gut sichtbar. Nachdem er sich niedergelassen hatte, begann er die Fische zu füttern. Er ging nicht langsam vor, denn er wusste, dass der Fang umso schneller ging, je besser man die Fische anfangs fütterte. Als er glaubte, genug Fische angelockt zu haben, schwang der Mann seine Angelrute und warf die Leine so weit wie möglich hinaus. Er fing den ersten Fisch innerhalb weniger Minuten. Es handelte sich um eine besonders große Forelle. Der Mann war begeistert und fuhr fort. Etwa 10 Minuten später landete eine beachtliche Menge an prächtigen Forellen und anderen Fischen in seinem Eimer. Was ein erfolgreicher Fang. Er fühlte sich großartig und war sehr glücklich. Er wurde so sehr von der Fischerei mitgerissen, dass er leichtsinnig wurde und aufhörte, das Gebiet um ihn herum abzuchecken und zu beobachten. Ein schwerwiegender Fehler, denn in dieser Gegend gab es viele Wildtiere wie Wölfe oder Bären. Nicht selten gehen diese Tiere zum Fluss, um dort Fische zu jagen. Wer in Sibirien an solch einem Gewässer angelt, sollte also stets auf der Hut sein. Als der Mann wieder einmal seine Angelrute auswarf, hörte er plötzlich hinter seinem Rücken ein Geräusch. Erschrocken und verängstigt drehte sich der Mann um und sah einige Meter entfernt ein kleines Bärenjunges, das offenbar aus dem Wald kam, da es den frisch gefangenen Fisch gerochen hatte. Und nun saß das hungrige Tier mit neugierigem Blick neben dem Fang des Mannes. Der Dorfbewohner wusste, wo ein Bärenbaby war, konnte ein Muttertier nicht weit sein. Also beeilte er sich, dem kleinen Bären etwas von seinem Fisch zu geben, damit er nicht länger in der Nähe bleiben und somit seine Mutter anlocken würde. Das Bärenjunge packte die Forelle, die ihm der Mann gab, und begann sie zu fressen. Doch es aß nicht den gesamten Fisch. Er nahm den Rest des Fisches in sein kleines Maul und verschwand anschließend im Wald. Der Mann vergewisserte sich, dass der Bär fort war und begann anschließend weiter zu angeln. Nach einer Weile hörten die Fänge in der Nähe des Ufers auf und der Mann erkannte, dass sich die Fische in der Mitte des Flusses aufhielten. Also zog der Mann seine Watthose an und ging tiefer in den Fluss, um seine Angelschnur erneut auszuwerfen. Dieses Mal ging es sogar noch schneller und in einer halben Stunde zappelten 3 frische Fische in seinem Eimer. Der Mann stand mit seiner Angel in der Mitte des Flusses und bemerkte nicht, dass sich ihm jemand von hinten näherte. Als er realisierte, dass er nicht alleine war, drehte er sich um und war sehr überrascht, was er sah. Direkt neben ihm, tief im Wasser, stand dasselbe Bärenjunge. Es schaute ruhig zu, wie der Mann seinen Fisch fing und ließ die Angelschnur nicht aus den Augen. Als sich die Augen des Mannes und des Wildtieres trafen, schaute ihn der Bär so mitleidig an, dass er erkannte, wie hungrig das arme Tier sein musste, dass es so furchtlos zu einem Menschen ging, um nach Hilfe zu bitten. Das Bärenjunge stand neben dem Mann, während dieser in der Mitte des Flusses angelte. Er beobachtete eifrig jeden neuen Fisch, der in den Eimer kam. Als der Mann genug Fische gefangen hatte, ging er zurück ans Ufer. Der Bär folgte ihm. Schließlich erbarmte sich der Fischer dem armen Tier und gab ihm erneut etwas von seinem Fang ab. Der Bär packte die Fische schnell, aber er fraß sie nicht. Stattdessen trug er sie in den Wald hinein. Der Mann war sehr überrascht von dem untypischen Verhalten des kleinen Bären und entschied ihm leise zu folgen, um zu verstehen, was ihn dazu brachte, erstens einer Person so nahe zu kommen und zweitens die Beute nicht sofort zu essen, sondern diese in den Wald zu tragen. Es interessierte ihn sehr, wohin der Bär den Fisch bringen würde. Während er einen großzügigen Sicherheitsabstand einhielt, folgte er dem Jungtier vorsichtig. Zunächst lief er einen Trampelpfad entlang, während er ständig die glitschigen Fische verlor und sie wieder aufhob. Doch dann bog er in ein unübersichtliches Dickicht ein. Der Mann lief leise hinter dem Tier her, um es nicht zu erschrecken. Als der Bär hinter den dichten Büschen verschwand, schob der Mann mit einer leichten Bewegung die großen Äste beiseite und sah eine kleine Lichtung. Was der Mann auf der Lichtung sah, erstaunte ihn bis tief in seine Seele. Eine Bärin lag erschöpft auf dem Boden. Sie lag auf der Seite und atmete schwer. Als sie den Mann sah, versuchte sie kläglich sich zu heben und ihr Baby zu schützen. Aber es gelang ihr nicht.
Der Mann erkannte, dass sich die Bärin in einem sehr schlechten Zustand befand und diesen Tag womöglich nicht überleben würde. Den Verletzungen nach zu urteilen, die sich über ihren Körper erstreckten, wurde sie höchstwahrscheinlich von Wilderern verwundet. Ihr gelang es, ihnen zu entkommen und nun verbrachte sie die restlichen Tage hier auf der Lichtung. Ihr kleines Bärenjunges versuchte, seiner Mutter zu helfen, indem es ihr frischen Fisch brachte, den es von dem Mann bekommen hatte. Der Mann wusste, dass er dem armen Tier helfen musste, was es auch kostete. Ohne zu zögern eilte er zurück zu dem Fluss, packte seinen ganzen Fang ein und eilte zurück zum Dickicht. In diesem Moment dachte er gar nicht daran, was seine Familie von ihm denken würde, wenn er nach diesem langen Tag ohne einen einzigen Fisch zurückkehren würde. All seine Gedanken waren nur bei dem Bären, der hilflos auf dem Boden lag, und bei seinem Jungen, das alles dafür tat, um seine Mutter zu retten. Als der Mann zurück zu dem Bär kam, ging er nicht zu nah an das Raubtier heran und schmiss ihm den kompletten Eimer voller Fische vor die Nase. Er hoffte, dass die Fische der Bären neue Kraft geben würden. Anschließend eilte der Mann so schnell er konnte zurück ins Dorf, um die regionale Abteilung der Jagdwirtschaft über seine Entdeckung im Wald zu informieren. Noch am gleichen Tag kam Hilfe für den Bären und sie wurde gerettet. Nach einigen Tagen konnte das Muttertier und ihr Baby endlich wieder durch die Wälder Sibiriens ziehen. Für mich gibt es zwei Helden bei dieser Geschichte. Zum einen der Mann, aber auch das Bärenjunge, das seine Furcht überwand und den Menschen um Hilfe bat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schau dir jetzt ein Video von einem Bären an, der die Hilferufe eines Mannes im Wald hörte. Zu der Geschichte kommst du rechts.